Wenn du dir ernsthaft zu einem Plan B Gedanken machst, dann darf auch die Planung für ein zweites wirtschaftliches Standbein nicht fehlen, also eine Einkommensquelle, die dir Einnahmen generiert, völlig unabhängig von deinen aktuellen Unternehmen oder anderen Einkommensquellen. Wie so etwas vereinfacht aussehen kann, das wollen wir uns in diesem Video anschauen. An dieser Stelle möchte ich dich nochmal zu unserem Plan B Seminar in Zürich einladen. Dieses findet vom 8. bis 10. Juli 2024 eben in Zürich statt. Dort werden wir nicht nur Dinge wie jetzt Einnahmequellen in diesem Video im Rahmen eines Plan B besprechen, auch alle anderen Aspekte, die bei einem Plan B relevant sind, besprechen wir dort. So zum Beispiel zweite Staatsbürgerschaften oder Aufenthaltsgenehmigungen in anderen Ländern, Vermögensschutz, Steueroptimierung, Edelmetalle im Ausland kaufen, Konten im Ausland eröffnen, Depots im Ausland eröffnen. All das wird dort Thema sein. Du kannst deinen Partner übrigens hier ohne Zusatzkosten mitbringen, sei es dein Ehepartner, Geschäftspartner, Lebenspartner oder irgendeine andere Begleitperson. Sie sind herzlich willkommen. Ich würde mich freuen, dich in Zürich zu treffen. Kommen wir nun aber zu unserem eigentlichen Thema. Charakteristik eines Plan B ist ja, dass du hier eine komplett unabhängige Identität, Realität, ein zweites Leben sozusagen im Ausland irgendwo errichtest, sodass, wenn es zu einer Krise kommt, du wie durch eine Tür in dein neues Leben schreiten kannst. Diese Krise kann zum Beispiel geopolitischer Natur sein oder der Crash des Finanzsystems oder andere staatliche Verwerfungen, aber auch ganz persönliche Themen können einen ja hier in eine solche Situation bringen, finanzielle Schwierigkeiten, Insolvenz etc. pp. Also, der Plan B dient letztlich dazu, dich abzusichern. Wir sprechen hier von einem Plan B, aber natürlich kann es auch ein Plan C, D oder E sein. Je mehr verschiedene Ausweichszenarien du hast, desto besser ist es natürlich im Falle eines Falles. Denken wir gerade auch an Situationen wie eine mögliche Pandemie und was damit bei der letzten Pandemie verbunden war. Lockdowns, Maskenpflicht und so weiter und so fort. Je mehr Bezugspunkte du hier hast, wo du im Falle eines Falles hingehen kannst, desto besser ist es. Andere sagen sich natürlich auch, ich will hier vielleicht zu Hause in Deutschland, Österreich, der Schweiz erst noch etwas beenden. Ich will vielleicht erst noch mein Business verkaufen, dann will ich ganz ins Ausland umziehen. Dann ist natürlich auch ein Plan B sinnvoll. Also ein Plan B, der in ein paar Jahren zum Plan A wird. So mancher ist dann in der Lage, wenn er ins Ausland umzieht, hier von seinem Ersparten zu leben, von seinen Investments zu leben. Vielleicht hast du Kryptos, vielleicht hast du ein Depot. Und wenn du dann in einem steuergünstigen Land lebst, kannst du möglicherweise hier steuerfrei traden. Auch dazu haben wir ja schon vielfach auf diesem Kanal gesprochen. Andere sind leider nicht in der glücklichen Situation und müssen noch weiter irgendein Business machen. Hier muss man also dann im Vorfeld klären und Research machen, welches Business sich hier anbietet, was man dann aus dem Ausland steuergünstig machen kann. Dienstleistungen liegen irgendwo auf der Hand, Beratung, Coaching etc. Das ist für viele sicher die naheliegende Option. Aber heute will ich eigentlich über etwas anderes sprechen, was mit Dienstleistungen nichts zu tun hat. Hier liegt es an dir, im Vorfeld Research zu machen und bestimmte Nischen schon zu identifizieren, die du hier lukrativ und steueroptimiert für dich ausnutzen kannst. Vielleicht kannst du sogar schon damit beginnen, diese Plan B Geschäftsidee jetzt heute von Deutschland oder Österreich oder der Schweiz aus zu implementieren, sodass du dann in einigen Jahren, wenn du vielleicht darauf angewiesen bist, bereits ein florierendes Business hast. Da gibt es ein paar Herausforderungen steuerlicher Natur zu bedenken. Da komme ich nachher nochmal drauf. Ja? Also es gibt unendlich viele Geschäftsideen, das ist mir klar. Heute will ich ein vereinfachtes Beispiel aus dem Bereich Handel präsentieren, und zwar Handel über Amazon. Allerdings nicht Amazon in Deutschland, sondern Amazon in den USA. Warum Amazon in den USA ganz spezifisch für Personen, die sich steuerlich optimieren wollen, Vorteile hat, dazu will ich dir jetzt mehr erzählen. So, zunächst mal, was sind am E-Commerce-Markt in den USA Vorteile gegenüber Europa?
Hier möchte ich dir folgende Statistik zeigen. Hier sehen wir von der Webseite Statista Statistiken zum Retail-E-Commerce-Markt weltweit, und zwar aus 2023. Hier siehst du Europa, das sind 631 Milliarden US-Dollar. Asien hier hat ein riesiges Volumen, 1,8 Billionen. Das Problem mit Asien ist natürlich, dass es vielfach schwierig ist, hier von außen tatsächlich reinzukommen. Da gibt es sprachliche Probleme, logistische Herausforderungen. Auch ist natürlich so, dass vielfach hier die Preise, die du vielleicht erzielen willst, nicht so ohne weiteres erzielen kannst. Also meiner Erfahrung nach von Mandanten, die dort tätig sind, Asien ist zunächst mal komplizierter, bleibt hier in der Mitte die USA. Hier haben wir auch schon 925 Milliarden Dollar Volumen. Das ist nochmal 50% mehr fast als in Europa. Ähnlich wie in Europa hat auch Amazon in den USA einen gigantischen Marktanteil. Man redet so von einem Marktanteil zwischen 40 und 50%. Das heißt also, diese 925 Milliarden E-Commerce-Umsatz fällt fast zur Hälfte oder sagen wir mal 40% auf Amazon. Damit also eine sehr attraktive Geschäftsidee möglicherweise, und wie gesagt, es gibt hier noch weitere Vorteile. Ich habe mir jetzt mal ein Produkt herausgesucht, was sowohl in Amazon Deutschland als auch Amazon USA ungefähr das gleiche kostet. Gehen wir zunächst mal zu Amazon Deutschland. Hier sehen wir also diesen wunderschönen kirschroten Le Creuset Bräter aus Gusseisen, kostet 259 € auf Amazon.de. Genau das gleiche Produkt nun hier auf Amazon USA. Der Preis hier 277,95 $, umgerechnet fast eben auch das gleiche wie in Deutschland, 259 €. Jetzt gibt es hier allerdings zwischen diesen Preisen zwei ganz entscheidende Unterschiede. Der Preis hier, diese 259 € bei Amazon.de, enthält Umsatzsteuer. Das scheint jetzt ja naheliegend zu sein und offensichtlich zu sein, denn grundsätzlich ist es in Deutschland und Europa so, dass Preise natürlich immer überall brutto ausgewiesen werden. Nicht so in den USA. Dieser Preis hier, 277,95 $, ist ein Nettopreis. Es ist grundsätzlich in den USA so, dass die sogenannte Sales Tax, das ist so ähnlich wie die Umsatzsteuer, aber viel niedriger, 4-5% vielleicht, in manchen Staaten 8%. Sie wird beim Checkout draufgeschlagen, und das ist überall so, nicht nur bei Amazon. Wenn du in Amerika zum Beispiel in ein Restaurant gehst oder du gehst dort in den Supermarkt, kaufst etwas, dann ist der Preis am Regal immer ein niedrigerer als der, den du tatsächlich bezahlst, weil dann kommt die Steuer drauf. Das heißt, psychologisch gesehen ein sehr wichtiger Punkt, denn der Kunde weiß, dass Steuer draufkommt. Steuer ist also in den USA letztlich nicht das Problem des Händlers, sondern das Problem des Kunden. Du musst dir also hier bei der Preisgestaltung in den USA keine Gedanken um die Umsatzsteuer machen. Alle Preise auf Amazon USA sind Nettopreise, und dann kommt eben die lokale im Bundesstaat des Kunden anfallende Sales Tax beim Checkout dann zusammen mit den Versandgebühren dazu. Das ist also natürlich ein wichtiger Vorteil in den USA, denn obwohl die Preise möglicherweise die gleichen sind, ist letztlich hier der US-Preis für dich sehr attraktiver, denn du hast ja hier gleich mal 20% mehr Marge. Aber die Vorteile gehen noch weiter. Willst du jetzt zum Beispiel in Europa auf Amazon verkaufen, dann musst du dich ja in jedem EU-Land, wo du ein Lager hast, für die Umsatzsteuer registrieren. Sind also deine Produkte in mehreren Amazon-Lagern, dann musst du dich in mehreren Ländern für die Umsatzsteuer registrieren in dem Land und musst dort Umsatzsteuermeldungen machen. Ansonsten kannst du OSS verwenden, das heißt also, du registrierst dich in deinem EU-Land, wo du ansässig bist, wo dein Unternehmen ansässig ist, für die Umsatzsteuer mit OSS, und dann kannst du hier letztlich länderspezifisch dann über ein einheitliches Portal die Umsatzsteuer abrechnen für jedes Land, musst dich also mit den Behörden registrieren, musst dort monatlich einreichen und hast natürlich dann auch immer das Problem,
dass die Behörde dich auf dem Kieker haben kann und hier sozusagen dann auch Sonderprüfungen für die Umsatzsteuer machen kann, die, wie jeder Unternehmer weiß, sehr lästig sind. In den USA gibt es diese Anforderungen nicht. Jedenfalls nicht, wenn du nur über Amazon verkaufst. Dann nämlich handelt Amazon alles. Du musst dich nicht für die Sales Tax registrieren in keinem Staat. Du musst nichts an den Staat melden. Amazon meldet auch nichts an den Staat über dich. Amazon führt einfach die Sales Tax an den entsprechenden Bundesstaat ab. Du hast mehr Anonymität, du hast weniger Arbeitsaufwand und hast natürlich hier viel weniger Komplexität als jetzt die verschiedenen Sales Tax Regeln in den einzelnen Bundesstaaten beachten zu müssen. Wie gesagt, das gilt nur, wenn du ausschließlich über Amazon verkaufst. Hast du jetzt noch eigene Shops, dann musst du dich ebenfalls hier mit dem Thema Sales Tax intensiv auseinandersetzen. Ich habe jetzt mal hier eine Kalkulation gemacht für Amazon.de, für diesen konkreten Berater von Le Creuset. Das will ich dir jetzt mal zeigen. So, hier also unsere Beispielkalkulation. Er ist ausgeschrieben für 259 € bei Amazon. Dann gehen erstmal 19% Umsatzsteuer ab. Einkaufspreis geht ab, die verschiedenen Amazon-Gebühren gehen ab. Die habe ich hier von der Amazon-Webseite genommen. Dort gibt es einen Rechner, wo für dieses spezifische Produkt dann diese Kosten hier ermittelt werden können. Dann habe ich hier gewisse Overhead-Kosten abgezogen und habe dann am Ende nochmal ungefähr 30% Steuern hier abgezogen, womit man ja ungefähr rechnen muss in Deutschland. Das ist natürlich vereinfacht, ist mir klar. Wenn du jetzt Amazon-Profi bist und du sagst, es ist viel zu einfach, es ist viel komplexer, okay, bitte verzeih mir, ich will das hier letztlich nur zur Veranschaulichung verwenden. Jedenfalls bleiben von 259 € Verkaufspreis dann 46,79 € Reingewinn übrig, also ungefähr 18%. Soweit die Kalkulation zu Amazon Deutschland. Wenn du in den USA Produkte über Amazon verkaufst, hast du noch einen anderen ganz entscheidenden Vorteil. Wenn du hier eine US-Gesellschaft verwendest, eine LLC, dann zahlst du in den USA keinerlei Steuern auf die Gewinne. Möglicherweise an deinem Wohnsitzort. Das heißt, wenn du an einem Wohnsitzort lebst, wo ausländische Gewinne zum Beispiel steuerfrei sind, dann tangiert dich das möglicherweise nicht. Aber wenn du natürlich in einem Land wie Deutschland lebst, müsstest du dort die Erträge versteuern. Aber jedenfalls in den USA mit einer LLC nicht, solange es in den USA keine Betriebsstätte gibt. Ein Amazon FBA-Lager oder die Zusammenarbeit mit Amazon lösen noch keine Betriebsstätte in den USA aus. Das heißt, die Gewinne, auch jene Gewinne, die du mit US-Kunden generierst, sind in den USA nicht steuerpflichtig, unter der Annahme, dass es dort keine Betriebsstätte gibt. Was kann eine Betriebsstätte auslösen? Wenn du in den USA zum Beispiel Mitarbeiter hast, selbst wenn es freiberufliche Mitarbeiter sind, die hier regelmäßig mit dir zusammenarbeiten, die wichtige Aufgaben für dein Unternehmen hier übernehmen, wenn du Büros hast und so weiter und so fort, das kann alles eine Betriebsstätte sein. Bist du aber im Ausland, hast in den USA nichts außer diese Kooperation mit Amazon und das Fulfillment läuft auch über Amazon, dann hast du dort keine Betriebsstätte. Das heißt, mit einer US-LLC sind dann auch die Ertragssteuern letztlich hier in den USA optimiert. Sie sind nämlich 0. Jetzt will ich dir also daher die Kalkulation, die ich dir gerade eben gezeigt habe, einmal für die USA zeigen. Hier also nun die Beispielkalkulation unter Verwendung einer US-LLC. Verkaufspreis sind 277 $. Es gibt keine Umsatzsteuer. Wir haben ja den Einkaufspreis, die verschiedenen Amazon-Gebühren. Auch diese stammen von der Amazon USA-Webseite. Ich habe hier vom Deckungsbetrag 2 wieder einen bestimmten Beitrag zum Overhead berechnet, 15%. Und dann bleibt uns dieser Ertrag. Es werden keine Steuern fällig. Der Reingewinn sind also 90 $. Damit fast doppelt so hoch, wie wir ja gerade hier für Deutschland berechnet hatten. Ich switch nochmal zurück zu Deutschland. 46,79 € und 18%. Und hier haben wir 90,64 $, 32%. Also nicht ganz das Doppelte, aber es geht zumindest in diese Richtung.
Also, wie du jetzt siehst, hier würde sich mit Amazon USA hier ein ziemlich gutes Plan B Business entwickeln lassen, unter der Annahme, dass du weißt, wie das funktioniert mit Amazon. Wie gesagt, ich bin kein Amazon-Experte, das ist alles jetzt hier ziemlich vereinfacht. Mir ist klar, dass es komplex ist, kompliziert ist, viel Arbeit braucht, hier ein Amazon-Business aufzubauen. Verstehe mich da nicht falsch. Ich nehme das jetzt nur hier zur Anschauung letztlich. Du musst dann dein eigenes Business finden, aber du verstehst, glaube ich, im Grundsatz, was es geht. Hier habe ich jetzt ganz spezifisch über Amazon USA eine Opportunity identifiziert, eine lukrative Nische identifiziert, einen Weg identifiziert, wie man eben hier steuergünstiges Einkommen generieren kann, wenn man im Ausland lebt, und du kannst es dann vielleicht anderweitig machen. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die machen Print on Demand aus dem Ausland, oder andere Mandanten machen dann andere E-Commerce-Lösungen, vielleicht ihren eigenen Shop. Das geht natürlich auch alles, oder eben Dienstleistungen oder was auch immer. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wie kann man sowas am besten vorbereiten? Es liegt auf der Hand, dass du sowas schon vorbereitest, während du noch in Deutschland, in Österreich oder der Schweiz lebst, bevor du dann ins Ausland umziehst. Wenn du allerdings in Deutschland und in Österreich lebst, dann wirst du Schwierigkeiten haben, ein solches Business aufzubauen und dann rechtzeitig das Land zu verlassen, möglicherweise. Ist nämlich dann dein Business schon lukrativ, macht es schon Gewinne, dann wird hier beim Wegzug aus Deutschland und Österreich eine Steuer fällig. Selbst wenn du eine LLC verwendest, eine Personengesellschaft, wo dann eben keine Wegzugsteuer fällig wird, die wird ja nur bei Kapitalgesellschaften fällig, kann es dennoch zur steuerlichen Entstrickung kommen. Denn wenn du ins Ausland gehst, wird ja möglicherweise dieses Business, dessen Betriebsstätte jetzt momentan deinem Wohnort ist, ins Ausland verlagert, und das ist ein steuerlicher Event. Darauf muss man Steuern zahlen, denn jetzt geht ja deinem Staat letztlich hier Steuersubstrat verloren. Daher ist es nicht besonders günstig, wenn du hier ein Unternehmen aufbaust, selbst wenn es eine amerikanische LLC ist, die jetzt bei dir zu Hause ihre Betriebsstätte hat. Was zum Beispiel funktionieren kann, ist, wenn du ein Familienmitglied hast, was bereits im Ausland lebt und dann natürlich in einem vorteilhaften Land lebt, ganz klar. Vielleicht zum Beispiel die Schweiz, wo diese Dinge relativ einfach geregelt sind, oder in einem Land, wo generell Auslandseinkünfte steuerfrei sind, dann wäre dies möglicherweise eine Möglichkeit, denn dann kann diese Person das Business gründen, das Business starten, es gehört nicht dir. Du musst auch keine Meldungen machen, es gibt keine Entstrickung, es gibt keine Funktionsverlagerung. Und wie gesagt, wenn die Person in einem steuergünstigen Land lebt, kann sie das Ganze aufbauen, ohne dass es steuerliche Nachteile hat, wo sie lebt. Das muss natürlich aber genau geplant werden, um hier etwaige Risiken zu vermeiden. Aber im Endergebnis hast du dann ein Business, was in einem komplett anderen Markt tätig ist, als du momentan tätig bist, wenn ich annehme, dass du momentan in der Europäischen Union tätig bist. Das heißt, du bist in einem komplett anderen Markt, du hast geografisch diversifiziert, du nimmst gleich noch Steuervorteile mit des Umzugs ins Ausland und hast also dann, wenn du im Ausland lebst, eine laufende Einnahmequelle, die dein Leben im Ausland finanziert. Wenn das Themen sind, die dich interessieren und du auch dabei bist, über einen Plan B nachzudenken oder ins Ausland umzuziehen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, Vermögen zu schützen, ihre steuerliche Situation zu optimieren. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.